Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um zwei Themen. Einmal die Inspektion inklusive Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung und dann einen Ölcheck. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Fangen wir an mit Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung. Hier ist es so, dass die Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung bei einem Neuwagen nach 3 Jahren fällig wird und nicht wie sonst üblich nach 2 Jahren. Diese Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung wurde jetzt also fällig, inklusive einer Inspektion. Bei meinem 1,5 Liter Diesel ist es so, dass eine Inspektion jedes Jahr fällig wird. Es gibt jeweils eine große Inspektion, gefolgt dann nächstes Jahr von einer kleinen Inspektion. Dieses Jahr war wieder eine kleine Inspektion fällig und ich habe mal mir ein Angebot eingeholt bei einer freien Werkstatt. Hätte gekostet hier als Beispiel ATU 250 Euro. Das gleiche bei meiner Ford Fachwerkstatt hätte gekostet 320 Euro. Ich habe allerdings, nachdem ich diesen Kostenvoranschlagantrag gemacht habe und ein paar Tage gewartet habe, von meiner Fachwerkstatt, das war circa 1 Monat, bevor das Ganze dann tatsächlich durchgeführt werden sollte, also Inspektion, Hauptuntersuchung war fällig Mitte Februar und Mitte Januar habe ich dann eine E-Mail bekommen von meiner Fachwerkstatt, dass doch nächsten Monat eine Inspektion inklusive Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung fällig wäre und ich doch bitte einen Termin buchen soll. Mache ich das Ganze online, bekomme ich noch einen 50 Euro Gutschein dazu. Ja, habe das also dann direkt gemacht und gebucht, weil die 320 Euro, da kann ich jetzt diesen Gutschein natürlich reduzieren und kam dann auf einen Endpreis von 270 Euro. Also im Prinzip genau der gleiche Preis, den ich auch hätte bei ATU bezahlen müssen. Ja, bedenken sollte man, bei der Ford Fachwerkstatt ist es noch so, dass man zusätzlich die Ford Mobilitätsgarantie mitbekommt. Kurzer Auszug, Ford Mobilitätsgarantie: Wenn man mit dem Auto liegen bleibt, ruft man bei Ford an und die kümmern sich dann quasi um das Abschleppen, Organisation, dass das Auto repariert wird und man bekommt, soweit ich weiß, bis zu 2 Tage einen kostenlosen Leihwagen, den man dann verwenden kann, bis das Auto halt repariert ist. Ja, das sollte man einfach mit berücksichtigen, wenn man sich für eine freie Werkstatt entscheidet. Hier in meinem Fall hat es einfach keinen Sinn gemacht, weil der Preis fast der gleiche war. Ich habe also dann auch bei der Ford Fachwerkstatt jetzt ziemlich genau 268 Euro bezahlt. Gemacht wurden natürlich ein Ölwechsel und die sonstigen Inspektionen, die halt Ford bei der kleinen Inspektion fordert. Es wurde also alles kurz überprüft, ob alles noch okay ist. Und es wurde natürlich Abgas- und Hauptuntersuchung durchgeführt, keine Mängel festgestellt, alles gut. Okay, kommen wir dann zum nächsten Thema, Ölcheck. Ich habe natürlich, bevor die Inspektion durchgeführt worden ist, eine Ölprobe entnommen und das Öl zur Analyse zugeschickt. Ich hatte ja vor ziemlich genau einem Jahr das Ganze ja schon mal durchgeführt, verlinke ich euch hier oben in der Infokarte, das erste Video. Dort kam als Ergebnis raus, dass das Öl verunreinigt ist, Aluminium, Kupfer sowie auch Dieselkraftstoff drin gefunden worden ist. Ich habe damals schon gesagt, ich vermute, es ist halt durch die Einfahrphase und. Und jetzt kam das Ergebnis auch wieder, zwar mit einem roten Ausrufezeichen, weil einfach die Werte immer noch erhöht sind. Also immer noch Aluminium, Kupfer und sonstiges. Allerdings vergleicht man jetzt diese 2 Werte vor einem Jahr und jetzt, sind diese Werte deutlich niedriger. Ich blende euch das Ganze ein. Könnt ihr natürlich auch alles auf meiner Internetseite runterladen und euch dann in aller Ruhe anschauen. Und wie man sieht, alle Werte sind runtergegangen. Aluminium, Kupfer, Dieselkraftstoff. Alle diese Werte sind im Vergleich zu der ersten Messung deutlich niedriger. Sprich, es sind zwar immer noch Verunreinigungen da, die werden allerdings weniger. Das deutet nochmal darauf hin, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, dass der Motor eingefahren werden muss. Die Einfahrphase, das Einschleifen des Motors ist jetzt beendet. Der Abrieb wird weniger. Es sind zwar immer noch Verunreinigungen da, aber sie sind deutlich weniger als damals und werden dann wieder beim nächsten Ölwechsel nochmals vermutlich weniger bzw. komplett eliminiert werden. Und ja, schlimmer wäre es natürlich, wenn die Werte gleich geblieben wären oder höher wären. Das wäre natürlich dann ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt, Kolbenfresser oder sonstiges. Aber die Werte werden weniger, alles ist gut, Einfahrphase ist beendet. Das Auto hat jetzt noch nicht mal 30.000 Kilometer, also 29.000 ein paar zerquetschte. Und ja, als ich das Auto damals gekauft habe, waren andere Randbedingungen da. Ich ging davon aus, dass ich ca. 15.000 Kilometer im Jahr mache. Das war natürlich ideal gewesen, was die Inspektionen anbetrifft und sonstiges, weil genau nach 15.000 Kilometer oder nach einem Jahr ist nämlich die nächste Inspektion fällig beim 1,5 Liter Diesel. Und durch Corona und andere Faktoren habe ich die jetzt nicht erreicht, sondern nur in Anführungszeichen nur 30.000.
ja, deshalb Einfahrphase scheint jetzt beendet zu sein. Alles gut, geht in die richtige Richtung. Und ja, ich kann mich nur noch bei allen bedanken, die hier und da mal mir eine kleine Spende zukommen lassen über PayPal. Ich freue mich über jeden Betrag, egal ob das jetzt 1 Euro ist, 15 Euro oder was auch immer. Ich freue mich natürlich auch über diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben und auch Mitglied sind. Die unterstützen mich natürlich auch mit einem kleinen Betrag regelmäßig, um genau solche Themen mal anzugehen, solche Spielereien auch mal durchzumachen, damit ihr mal seht, was man mit solchen Tests und solchen Gadgets, die ich mal hier vorstelle und benutze, einfach alles machen kann. Und ja, möchte mich einfach mal dafür bedanken. Und wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!